Das Einzigartige am Erfurter Welterbe ist für mich die alte Synagoge, die ja bis auf das 11. Jahrhundert zurückgeht und somit tatsächlich die einzige erhaltene Synagoge aus dem Mittelalter in Mitteleuropa ist. Das Besondere an unserem Museum hier in der Alten Synagoge ist, dass wir jüdische Geschichte, und zwar die jüdische Geschichte hier in Erfurt im Mittelalter, konkret an Objekten, an Monumenten, an Gegenständen zeigen können. Die jüdische Stadtgeschichte in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert anhand von authentischen Objekten, und das zeichnet, glaube ich, unser Museum besonders aus. Der Erfurter Schatz wurde 1349 im Vorfeld des Pogroms vom 21. März verborgen. Das Besondere an dem Schatz ist, dass er zum einen eben zeigt, wie ein wohlhabender Haushalt in dieser Zeit ausgestattet war, mit Schmuck und Gerät aus Edelmetall. Das wichtigste Stück im Erfurter Schatz ist ein Hochzeitsring aus purem Gold, der mit einer hebräischen Inschrift versehen ist, also eindeutig jüdisch ist. Und dieser Hochzeitsring ist ein einzigartiges Zeugnis des jüdischen Hochzeitsritus. Aus dem Mittelalter haben wir genau 3 dieser Ringe weltweit überhaupt nur erhalten. Wir haben als auch sehr wichtiges Ausstellungsthema Handschriften der jüdischen Gemeinde hier aus Erfurt, die der Gemeinde gehört haben, auch bis zu dem Pogrom 1349. Diese Handschriften stehen eben für das Gelehrtentum in einer jüdischen Gemeinde. Die Ausgrabung der Mikwe, die ist tatsächlich einem Glücksfall geschuldet, denn 2006 ist die Ufermauer an der Gera eingestürzt und das hatte zur Folge, dass die Stadt Erfurt die Grünfläche, die hier schon seit den 1960er Jahren bestand, grundsätzlich in Angriff genommen hat und dabei wurde auch die Mikwe entdeckt. Genutzt wurde die Mikwe in erster Linie von Frauen, um sich rituell zu reinigen. Das Besondere an der Mikwe ist, dass sie keine Vergleiche hat, keine baulichen Vergleiche. Man ist hier ein Stückchen weg von der Synagoge, direkt am Fluss und kommt hier relativ einfach an das Grundwasser. Bei den wenigen Beispielen, die wir überhaupt nur aus dem Mittelalter kennen, ist das hier eine Bauform, die bis jetzt keine Parallelen hat. Wenn man durch Erfurt läuft, das ist etwas, was mich ganz besonders anspricht, wenn ich hier in Erfurt unterwegs bin. Dann sieht man beispielsweise Hinweisschilder, alte Synagoge, kleine Synagoge Mikwe, ganz selbstverständlich im Stadtbild untergebracht. Das ist für mich doch etwas Besonderes, weil es doch auch eine gewisse Normalität zeigt. Also das Jüdische gehört eben zu der Stadt mit dazu. Steinerne Häuser gibt es in der Stadt Erfurt natürlich noch etliche mehr, aber wir haben kein steinernes Haus wie dieses hier ein zweites Mal. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Erhaltungszustand so außerordentlich gut ist. Wir wissen, dass der erste Hausbesitzer ein Jude war. Wenn man in den ersten Stock raufgeht, hat sich ein Raum erhalten, der wie in einer Zeitkapsel aus dem 13. Jahrhundert erhalten geblieben ist. Wir haben dort einen Raum, der 2 Fenster hat zur Rathausgasse. Der hat eine Lichtnische, in der eine Öllampe gebrannt hat. Aber die größte Besonderheit in diesem Raum ist die erhaltene Holzbalkendecke. Dabei handelt es sich nämlich um die älteste bemalte Holzbalkendecke nördlich der Alpen. Wenn die Erfurter sich die Decke anschauen, dann kommt die automatische Reaktion, oh, das ist doch das Erfurter Rad, das wir hier sehen. Das ist es nicht, sondern es handelt sich um Blüten und auf den Balken sind Ranken angegeben. Die Grabsteine waren überall in der Stadt verteilt, in unterschiedlichen Sammlungen. In jedem Museum lagen ein paar Steine. Wir haben fast über die gesamte Siedlungsgeschichte der jüdischen Gemeinde Beispiele hier, sodass der Raum heute komplett gefüllt ist und wir damit die Grabsteingeschichte Erfurts tatsächlich fast von Beginn an erzählen können. Das ist eine große Besonderheit. In Erfurt haben wir nicht nur die ausgewiesenen Objekte Synagoge, Mikwe und Steinernes Haus, die von der UNESCO ausgewiesen wurden, sondern wir haben mit den Handschriften, mit
Urkunden und Grabstein, noch viele weitere Zeugnisse, die tatsächlich dann insgesamt ein Bild des jüdischen mittelalterlichen Lebens verdeutlichen wie an keinem anderen Ort.